Achtung, schau dieses Video, wenn du dir OptimizePress kaufen möchtest oder dir ein anderes Tool kaufen möchtest, womit du Webseiten, Landingpages bauen kannst. Also, mein Name ist Michael Kotzer, ich bin der Rucksackunternehmer und ich benutze OptimizePress. Ich zeige dir gleich auch für welche Seiten zum Beispiel und warum ich mich für OptimizePress entschieden habe, für den perfekten Bilder. Ganz kurz, du bist auf dem Kanal Tutorials bei Michael Kotzer bzw. Michael Kotzer Tutorials. Hier findest du nach und nach echt coole Tutorials, kurze Tutorials zu Tools, die ich benutze, Sachen zum Anmelden bei Digistore und. Gerne abonnieren, gerne die Glocke betätigen, um kein Video mehr zu verpassen. Und ja, du kennst mich vielleicht vom Kanal Michael Kotzer von 0 auf 6-stellig. Hier gibt es die besten Geldverdienenden Ideen im Internet. Also da kannst du auch gerne vorbeischauen. Aber jetzt ganz kurz zu OptimizePress. Ich finde das sehr, sehr geil. Mein erstes Tool, womit ich Landingpages gebaut habe, war der WP Profit Builder. Und da habe ich Glück gehabt. Damals hatte ich noch echt wenig Geld und war gerade dabei, Geld zu verdienen. Und es gab diesen WP Profit Builder für einen Lifetime-Preis. Ich weiß nicht genau, 60, 67 Dollar. Einmal bezahlen und lebenslang benutzen. Und das Ding habe ich echt jahrelang benutzt. Und dann gab es aber viele Funktionen, die es nicht gab, die ich gerne genutzt hätte. Zum Beispiel, wenn wir hier, diese Seite habe ich zum Beispiel mit OptimizePress gebaut. Früher war das Ding mit OptimizePress gebaut. Das habe ich jetzt mit OptimizePress gebaut und vorher war das mit WP Profit Builder gebaut. Und hier zum Beispiel so ein Kreis um die Zahl oder so ein Unterstrich, so etwas konnte man damit nicht machen und ist da auch ganz doof. Auch hier diese Funktion, dass dann halt dieser Button wackelt zum Beispiel oder posiert und so. Diese Funktion wollte ich haben. Und die hatte mein Tool nicht. Und das Design war auch schon sehr altbacken und es war sehr schnell an seine Grenzen, ne? Also, weil es war halt in die Jahre gekommen. Und dann wollte ich halt eine coole Seite haben und dann habe ich mir diese hier gebaut für mein JetSet Affiliate System. Wenn du Affiliate Marketing lernen möchtest, dann kannst du das holen. Und eine Sache, die mir auch gefallen hat, dass OptimizePress Schnittstellen hat zu verschiedenen Tools. Zum Beispiel zu Clicktip, zu Quentin und so weiter. Und das mag ich. Und der Preis ist natürlich echt genial. Also wenn du dir das Ding jetzt holen möchtest, ich packe den Link auch unten nochmal in der Beschreibung rein und auch im ersten Kommentar. Und ich habe dieses Paket, das benutze ich heute immer noch. Das sind nur 200 Dollar im Jahr. Jetzt sagst du vielleicht, oh, das ist vielleicht ein bisschen teuer oder so. Aber man kann das auf 20 Domains nutzen. Na, du kannst ja auch das für 100 Dollar im Jahr besorgen, das Tool. Und dann hast du aber nur eine Domain und hier kann ich auf 20 Domains. Und das ist schon sehr, sehr cool. Und die Vorlagen sind auch mega. Und noch die ganzen anderen Sachen. Also du hast hier alles Mögliche. Die meisten Sachen benutze ich gar nicht. Aber so Sachen wie Easy Split-Test ist cool und noch ein paar andere Sachen. Das Tool ist eigentlich viel zu umfangreich, aber der Preis hat mich einfach überzeugt und das habe ich auch bei einem anderen Online-Marketer gesehen und ich habe das dann auch über seinen Link gekauft, weil ich seine Empfehlung zu OptimizePress echt cool fand. Und hier vorne noch so ein paar andere Sachen, zum Beispiel diese Seite habe ich auch mit OptimizePress gebaut. Ja, die ist sehr minimalistisch und ich finde so Funktionen ganz cool. Ich bin jetzt mit der Maus hier in der Mitte und gehe jetzt mit der Maus nach oben und will die Seite verlassen und habe sofort ein Exit-Pop-up. Und dann kommt ein Exit-Pop-up und so. Und ja, das haben auch viele Tools. Manchmal muss man dafür auch ein extra Plugin installieren auf eine WordPress-Installation. Also OptimizePress funktioniert nur auf einer eigenen Domain. Du brauchst eine Domain, Webspace und dann kannst du dann halt OptimizePress installieren. Aber diese kleinen Funktionen, dass die Leute dann halt die Webseite verlassen wollen mit der Maus und dann kommt der Pop-up und dann können die Leute sich das nochmal anfordern, das finde ich halt sehr, sehr nice. Auch diese Seite hier ist es auch wieder so. Oben kannst du dich fürs Webinar anmelden. Und die Seite ist auch einfach eine Vorlage, die ich einfach benutzt habe, die Bilder ausgetauscht. Das ist jetzt auch keine Seite, wo ich viel Traffic drauf leite oder so. Und auch hier wieder, wenn ich die Seite verlasse, hier ist es sogar noch so, die Funktion finde ich sehr, sehr cool. Das ist so da kann man natürlich alles so einstellen und so. Ne? Und was ich auch noch, ich bin kein Grafikdesigner und sonst was, dass dieses Tool sehr, sehr einfach zu bedienen ist. Ich möchte mich nicht in so ein Tool dann halt jahrelang reinarbeiten oder so und das war einfach sehr, sehr einfach für mich, weil ich natürlich im Online-Marketing ganz viele Sachen immer machen muss und ich bin kein Freund davon, sich monatelang in so Tools reinzuarbeiten.
Und wert der Preis ist natürlich. Und wenn wir auch zum Beispiel jetzt hier Bilderall anschauen, kann man nicht ganz vergleichen, weil Bilderall hat ganz viele Funktionen oder so. Aber ja, um ein gutes Bilderall-Paket zu haben, muss man irgendwie hier so schon 80, 90 Euro pro Monat bezahlen. Das heißt, man ist ja Richtung 1000 Euro zu 200 Euro, wenn du nur eine Landingpage-Bau hast. Und hier sind nur 15 Domains dabei und so weiter. Und ja, es ist noch ein paar andere Tools, aber brauchst du diese ganzen Tools? Zum Beispiel habe ich jetzt gesehen, dass jemand, der eine Frau, die groß im Bilderall-Marketing drin ist, dass die das E-Mail-Marketing-System gar nicht benutzt, sondern halt Quentin. Also die benutzt selbst das E-Mail-Marketing-System wohl nicht. Also auf jeden Fall nicht für alle E-Mails. Vielleicht benutzt du das nur für bestimmte E-Mails. Aber die hat immer noch einen anderen Anbieter dafür. Also ja, wenn du die Kosten im Griff halten willst und willst nur Landingpages bauen, ist das auf jeden Fall sehr, sehr cool. Ne? Und ja, wir können da auch ganz kurz reingehen. So ist das aufgebaut. Es gibt mehrere Plugin, Funnel und so weiter. Aber ich benutze einfach nur das Tool hier. Ich habe jetzt gerade ein paar Aktualisierungen gemacht. Und dann haben wir dann hier vorne ganz viele Vorlagen. Also mit einem Klick hast du eine Vorlage und kannst die Bilder aussuchen. Das sind jetzt ganze Kollektionen, aber wir haben auch ja, die Möglichkeit, dann hier verschiedene Seiten auszusuchen. Eine leere Seite oder wir wollen eine Landingpage haben. Und dann siehst du hier, es sind schon echt viele tolle Designs da. Und auch hier wieder eine Danke-Seite oder eine Sales-Page oder. Zum Beispiel auch das hier, das ist ein Format, das mache ich sehr gerne. Und wir klicken jetzt einfach mal auf Use drauf und dann gebe ich jetzt einfach mal Test ein als Page. Du kannst einen Beitrag machen oder so, aber wir wollen als Page. Natürlich sollte die Page-Titel schon vielleicht ein bisschen SEO-optimiert sein, ganz klar, aber damit ich nachher das auch löschen kann, ja, schreibe ich da einfach. Und so ist einfach die Seite. Und wir können jetzt einfach hier draufklicken und das Video austauschen. Oder ich kann auch hier schön in den Editor reingehen und sagen, ja, keine Ahnung, hallo und so weiter. Hallo YouTube, ne? Zum Beispiel. Machen wir das so raus. Jetzt gehen wir auf Save und jetzt gehen wir auf Anschauen und dann steht da schon Hallo YouTube. Und ich weiß, dass da total viele Leute sagen, oh, hier das Ganze, ne, das ist alles viel zu kompliziert oder so. Oder ich habe dann hier vorne zum Beispiel, wo haben wir das? Hier vorne habe ich ja auch einen schönen Text. Wenn ich das halt schon vorgeschrieben habe oder so, dann kann ich mir den Text hier einfach rauskopieren. Vielleicht habe ich das irgendwo abgeschrieben. Natürlich nicht von fremden Seiten kopieren. Ne? Jetzt muss ich mal ganz kurz die Seite finden. Da ist die Seite. Und ich habe hier vorne den Text, dann packen wir uns den einfach hier rein, wie ein Schreibprogramm und packen uns den hier rein. Jetzt können wir hier vorne noch, jetzt ist die Schriftfarbe noch nicht so richtig. Ne? Jetzt können wir die Schrift hier wegmachen, dann haben wir weiß. Jetzt können wir wieder speichern. Jetzt können wir hier aktualisieren. Und jetzt haben wir einfach unseren Text hier schön drin und so. Und so einfach kannst du deine Seite bauen mit OptimizePress. Deshalb hol dir OptimizePress gerne über meinen Link. Ist natürlich ein Affiliate-Link. Ich bin ja Affiliate-Marketer. Und auch hier vorne den Button und so weiter zeige ich dir mal ganz so. Jetzt wackelt der nicht. Und ich kann jetzt hier vorne in den Button Text reinschreiben. Gehe einfach hier letzte Wort. Lösche das dann halt einfach raus. Und dann kann ich jetzt hier reinschreiben, jetzt bestellen. Dann kann ich hier vorne den Link reinpacken, ja, zur URL, zur Bestellseite oder so und speichere das dann ab. Aber wir hatten jetzt gerade auch gesagt, hey, wir können das ja auch noch so ein bisschen swipen und so weiter. Dann können wir jetzt hier vorne reingehen und dann können wir hier Button Effects klicken und dann können wir hier vorne zum Beispiel dieses Bounce aussuchen, damit er so wackelt. Oder irgendwelche anderen Sachen. Du möchtest, dass er so wackelt. Pulsar, Heartbeat, noch ein bisschen schnell. Muss aber natürlich aufpassen, dass das nicht alles zu cringy wird und so. Oder auch hier das Blinken, das ist natürlich schon ein bisschen extrem. Ne? Aber so einfach kannst du das umstellen. Und wenn wir jetzt hier noch auf Speichern klicken, können wir uns das Ergebnis wieder anschauen. Und jetzt sind wir hier jetzt bestellen. Ne? Und rein theoretisch, wenn ich jetzt hier zum Beispiel, nehmen wir einfach jetzt mal die URL zu meinem YouTube-Kanal. Wir können das auch ein bisschen ändern. Können wir hier nochmal draufklicken. Und vielleicht machen wir jetzt hier zu YouTube. Und dann packe ich jetzt hier den Link rein. Klicke hier auf das Linkzeichen. Packe hier den Link rein. Kann hier auf Speichern klicken. Und jetzt gehen wir hier nochmal rein. Wo haben wir das? Das ist die Seite.
Die aktualisiere ich jetzt, dann steht da zu YouTube. Zu YouTube steht jetzt da. Jetzt klicke ich hier drauf auf den Button und es öffnet sich natürlich YouTube. So einfach kannst du die Links austauschen, so einfach kannst du den Text austauschen. Und deshalb, das Tool liebe ich. Und es gibt sogar noch ein paar andere Sachen, die ich dir noch mal ganz kurz zeigen kann. Das ist jetzt kein vollständiges Tutorial, vielleicht machen wir das auch noch mal. Schreib gerne in den Kommentaren, wenn du irgendwelche Funktionen erklärt haben möchtest. Vielleicht mache ich das auch, gerade auch, ja, wenn du mich abonniert hast. Ne? Also abonnieren, Glocke betätigen, um kein Video mehr zu verpassen. Es ist auch noch gerade noch ein anderes Video wieder entstanden und ja, also jetzt nochmal ganz kurz, das ist zum Beispiel auch die Seite und ich möchte vorne so ein Bild austauschen, klicke ich hier drauf, gehe auf das Bildsymbol, gehe hier drauf und dann habe ich hier vorhandene Bilder. Zum Beispiel möchte ich das YouTube-Dings hier ne, kann ich jetzt hochladen und dann austauschen und dann habe ich es sofort ausgetauscht. Gehe ich wieder auf Speichern, gucke ich ganz kurz hier die Zurückseite da und dann kann ich jetzt hier nochmal neu laden. Und dann habe ich mein YouTube-Zeichen hier und es sieht auch verdammt gut aus, ne? Wenn ich jetzt alles austausche. Und auch das Video könnte ich jetzt auch einfach austauschen. Ich könnte jetzt zum Beispiel auch hier dieses Video nochmal nehmen und könnte mir die URL holen. Jetzt gehen wir hier nochmal rein auf dieser Seite hier, gehen hier rein. Und dann kann ich hier verschiedene Videos reinpacken. Ein Vimeo-Video, ein YouTube-Video oder. Ich packe hier einfach die URL rein. Und jetzt müssen wir mal gucken. Manchmal ist hier auch, du kannst auch ein Vorschaubild reinpacken. Das wollen wir jetzt nicht. Und wir wollen einfach das Video. Und da hast du mein Video. Ich habe jetzt wieder gespeichert. Jetzt mache ich auf Aktualisieren. Und jetzt habe ich auch zum Beispiel mein Video von meinem Kanal Michael Kotze einfach reingepackt. In ein paar Sekunden. Und deshalb nutzt so coole Tools. Ich weiß, dass da Leute draußen stundenlang rumfuchteln und so weiter und haben keine Vorlage oder so. Aber rein theoretisch, hier könnte ja dann Affiliate-Link drin sein, das Video und dann und meine schöne Uhr. Ach ja, und du hast eine fertige Seite. Relativ schnell. Und natürlich müssen wir die dann halt noch veröffentlichen. Ne? Klicken wir hier oben auf Veröffentlichen drauf. Site-Dings, Status, hier vorne machen wir auf Veröffentlichen, dann Publish. Dann ist die auch richtig und du kannst auch die URL bestimmen, SEO optimieren, alles. Und hast aber dann deine schöne Seite mit dem Video. Und das alles in ein paar Sekunden. Und auch eine Anbindung zu E-Mail-Marketing-Anbietern und. Das, wenn dann zum Beispiel die Leute dann halt auf die Button klicken oder so, oder können die ihre E-Mail-Adresse eingeben in den schönen Feld und es sieht sogar noch gut aus, auf Download klicken und die Leute kommen in deinen Funnel rein und du kannst mit E-Mail-Marketing auch nochmal Geld verdienen. Ja, also. Ich freue mich, auch wenn du natürlich meinen Kanal Michael Kotze dir anschaust, von 0 auf 6-stellig, wenn du Geld verdienen möchtest im Internet. Hey, Michael hier. Ich habe auch mehrere andere Kanäle, auch Michael filmt und so, da filme ich mich auf Reisen und so weiter. Und ich glaube, das war es, der erste Eindruck von OptimizePress. Und ja, den Link habe ich dir unten reingepackt. Sicher die OptimizePress, wenn du sagst, hey, ich möchte auch so schnell Seiten erstellen im Internet. Mein Name ist Michael Kotze, ich bin der Rucksackunternehmer und ich bin raus. Ciao.